Alrighty then Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Wir sind auf EU 8 und wollen uns nochmal den Gildenprogress angucken. Vorher aber, ja, Livestream gestern, falls ihr drauf gewartet habt, hat nicht funktioniert. Ja, ich bin einfach bei der Emma im Bett mit eingepennt und da war es dann irgendwie um 11, als ich aufgewacht bin. Da war es mir dann auch zu spät. Da habe ich dann noch so ein bisschen was gemacht. Sorry dafür, vielleicht klappt es heute, aber ich will nichts versprechen. Ja, auf EU8 übrigens bin ich noch ja, Ende Januar oder im Januar zu Gilden eingeladen worden, also wo ich ja schon lange nicht mehr spiele. Capri Bros haben mich hier eingeladen, also die scheinen aktiv zu sein halbwegs hier. Und die Mongoose, ja okay, die haben es auf jeden Fall probiert oder probieren es, aber die haben es ein bisschen schwieriger. Da stehen die anderen schon noch ein bisschen besser da. Fand ich aber sehr witzig, dass ich da irgendwie diese Aufmerksamkeit bekommen habe. Und ja, danke. Ja, in der Ehrenhalle sieht es wie folgt aus. Viel hat sich nicht geändert. Ja, viele Leute jetzt hier immer natürlich weiterhin in der Dungeon-Pause. Da ist jetzt im Level nichts mehr, im Höchstlevel nichts mehr passiert. Von Freedom viele auf der 1 aus verschiedenen Klassen, die ja einige Rekorde halten nach wie vor. Also EU9 wird er höchstwahrscheinlich nicht großartig intervenieren. All That Matters kommt dann auch hin und wieder Leute vom Stammtisch Himmelskrieger. Das sind natürlich Gildennamen, die man schon sowieso auf dem Schirm hatte. Und da wollen wir uns die gleich mal in der Liste angucken. Ja, so sieht's aus. Ich habe jetzt ein bisschen ausgedünnt. Ich stell gerade fest, ich muss mal hier die Ränge noch ändern. Ein bisschen ausgedünnt, will jetzt in Richtung Top 20 bis 25, je nachdem immer wie knapp es ist, nur noch gehen. Weil es ist klar, der Server wird ein bisschen älter, wird ein bisschen inaktiver. Und es kommen neue Server. Wir werden auch die Intervalle eben vergrößern. Wie ihr gemerkt habt, das letzte Video ist knapp einen Monat her. Und wir schauen natürlich dann beim Elevator auch nochmal rein. Und ich habe jetzt auch die verschiedenen Farben hinten nicht mehr gelassen, sondern ich will einfach nur noch markieren, wer denn halt besonders gut aufgefallen ist. Ja, so die Top 5 Werte nochmal farblich markiert. Ja, nach Ehrenhallenpunkte neu ist wie immer diese Tabelle gelistet. Das heißt, so müssten die Gilden grob auch im Spiel nochmal sein. Das gucken wir uns dann nochmal an. Hier will ich nochmal speziell drauf eingehen, dass wir ja, sehen. Ich habe ja ein bisschen ausgedünnt. Es gibt noch ein paar Gilden, die man hätte in der Top 30 aufgenommen, die auch ähnliche Durchschnittswerte haben zwischen 260 und 280, aber teilweise schlechtere Ritterhalle oder nicht 49 oder weniger oder eben schlechtere Ehrenhalle-Punkte. Und deshalb kann es da sein, dass der ein oder andere wegfällt beim nächsten Mal oder ja, andere Gildennamen, die wir schon mal gehört haben, mal wieder reinjoinen könnten, je nachdem, wie sich das entwickelt. Und im Kampf um die Top 20 kann man sagen, sind eben Gilden unter Level 300 im Schnitt und knapp darüber Gilden zwischen 290 und 300. Also das ist aktuell das Feld. Die Ehrenhalle-Punkte-Abstände sind mega knapp, also das kann sich ja täglich natürlich ändern. Was auffällt ist, dass trotzdem Shanavasi im Moment natürlich hier weiter unten ist, obwohl sie ein deutlich besseres Durchschnittslevel haben. Und da müsste man noch genauer an die Details gehen, wie hoch die stärksten Leveler sind, wie die Anmeldequote halt ist, weil das sind Faktoren, ja, wenn jetzt die Gilde im Schnitt wenn jetzt 50 Leute 289 Level besitzen, ja, dann sind sie vielleicht nicht so stark wie 10 Leute, die halt Level 340 haben, bei einer anderen Gilde. Dafür haben sie schwächere Leute zwar, ne, aber die höchsten Leveler, die machen halt am meisten aus oder die stärksten Spieler machen am meisten aus. Oder, was wahrscheinlicher ist, die Anmeldequote im Detail, die mal besser, mal schlechter sein kann. Das sind Werte, die kann ich jetzt hier nicht mit einbeziehen. Man geht davon aus, das Potenzial ist da für Shanavasi, um weiter höher zu kommen. Weil zum Beispiel auch die Ritterhalle, also Holzfällerhütte ist jetzt hier neu dabei zum Beispiel. Vorher war Bader et Holz, die habe ich gar nicht mehr gefunden. Stimmt, da muss ich jetzt mal hier auch die Holzfällerhütte hinschreiben. Da sieht es so aus. Die haben sich ein bisschen reingeschlichen. Es kann auch so eben sein, dass die wieder wegfallen würden, weil sie vielleicht im Schnitt dann doch nicht so stark sind. Langfristig will ich eigentlich nur eine Top 20 haben. Also es sind sowieso Gilden hier,
die ich jetzt nur aufgenommen habe, weil sie halt dabei waren und weil es eher so aussieht, als wenn sie sich vielleicht hier vorschieben können. Ne? Das ist ein Fight im Prinzip. Auch hier Ponat Limit gehört dazu. Wobei man sagen muss, gerade diese Gilden, ja, also wie Black Friday, The Brave, Ponat Limit, die haben eben die besten Werte im Progress-Level gemacht seit dem letzten Mal, was natürlich daran liegt, dass die Level niedriger waren, ja, als jetzt in der Spitze. Und vielleicht sind auch Gilden wie Barded Toys, die jetzt weggefallen sind, halt auch hier rüber gejoint. Also die haben wirklich sehr gut performt. Gerade Ponat Limit hat auch in der Ritterhalle ja, eigentlich sogar den Top-Wert erreicht von allen Gilden. Die sind da am stärksten vorangegangen. Auch Black Friday hatte eine gute, ja, The Brave eigentlich auch. Also die hatten alle eine sehr, sehr gute Woche. Zum Beispiel Holzfällerhütte, ja gut, der Vergleich, der hinkt jetzt ein bisschen, weil hier Barded Toys war. Da weiß ich nicht, was die vorhatten. Die müssen schlechter dagestanden haben und haben wahrscheinlich hier bessere Werte eigentlich stehen, aber die kenne ich nicht. Und dann geht's weiter. Sharks and Stuff auf der 18. Hier sehen wir einen kleinen Abstand, also zwischen 18 und 19 aktuell. Könnte bedeuten, ja, das ist jetzt wirklich das Leistungsgap. Also das heißt, die Top 18 ist relativ stabil. Innerhalb der Top 18 bis, ja, eigentlich fast Top 13 kann man sagen, gibt es auch nur sehr, sehr knappe Abstände. Auch im Durchschnittslevel sehen wir hier bis zur 13 298 zu 294. Also Legions mit dem niedrigsten Level gerade noch am weitesten oben. Legions war dahingehend gegenüber anderen auch ein bisschen schlechter. Ja, hier haben jetzt keine Gilden zwar Top-Werte erreicht, trotzdem alle relativ, also Requiem Atanam fällt da am schlechtesten auf, Nachtwache, dann Tscherkowice, Gummibärenbande mit sehr guter Woche auch und Legions halt auch mit einer guten Performance. Hier sehr knapp, ungefähr die Top 13 kann man sagen. Dann gibt es nochmal eine kleine Gap auf die nächsten Gilden, die jetzt hier bis zur Top 10 noch relativ knapp dabei sind. Kakave, Hoponica, dann Shadow Syndicate und Antaiku. Und Antaiku fällt auf, dass die teilweise ja natürlich schon weiter oben waren, hatten jetzt trotzdem aber einen guten Progress, wenn es auch nicht ganz zu den Top-Werten gereicht hat. Kakave, Hoponica, ja, die hatten auch super Zeit, aber auch Shadow Syndicate, also es fällt jetzt, die ist trotzdem okay, ne? Also wenn man hier sieht, 28, 63, das ist vollkommen in Ordnung, braucht man sich nicht verstecken. Und hier passt jetzt ungefähr die Ehrenhalle-Punkteverteilung auch mit dem Durchschnittslevel, wobei wir darüber Polanisare sehen, die auch sehr viele Level, auch gute Ritterhallen-Progress gemacht haben, mit 318er Durchschnittslevel. Sind sie eigentlich niedriger, sind aber gerade in der Ehrenhalle halt vorangeschrankt. Also die haben Fights gewonnen, definitiv, sonst wäre das nicht passiert. Die waren nämlich vorher weiter unten. Aber ob das jetzt langfristig so bleibt, werden wir sehen. Also ich würde jetzt sagen, dass die beiden Gilden, also ich sag mal Rang 13 bis Rang 8, nee, nicht Rang 13, Rang 12 bis Rang 8 auch relativ gleichwertig sind. Dothraki führt das Ganze an, hatte auch eine ordentliche Zeit, sowieso die Gilden alle oben mit ordentlichen Werten. Man darf nicht vergessen, je höher das Durchschnittslevel, desto wahrscheinlicher ist es, dass Leute dort auch in der Dungeon-Pause spielen. Wir können ja mal bei Polanisare und Dothraki zum Beispiel, schauen wir gleich nochmal rein. Ja, der Stammtisch nimmt dann die Top 7 ein. Da sieht man nochmal ein Durchschnittslevel, Hall of Night, das ist alles höher, das sind wirklich die Top 7 Gilden. Danach kommt Necropolis, ja, die sind ein bisschen runtergefallen von der 3, jetzt wirklich tatsächlich eher in die Top 6. Trotzdem hatten sie jetzt auch da einen sehr guten Progress in der Hall of Night im Vergleich. Exiles knapp darüber, dann kommen die Himmelskrieger, die sich auch gerade wieder nur mit Rang 4 begnügen, aber es ist sehr, sehr knapp zwischen Hubikov und Himmelskrieger. Hubikov gerade im Moment sogar auf der 3. Glückwunsch dazu. Ich weiß nicht, ob die schon mal Rang 3 waren. Jetzt deutlich vorher ja, wenn man mal sehen, ne, wir sehen alte Ritterhallenpunkte, also sie waren auf jeden Fall letztes Mal Rang 4, Rang 5, Rang 6. Sie waren sogar unter dem Stammtisch, also die sind richtig nach vorne geprescht. Und ja, All That Matters nach wie vor ganz solide auf der 2 und ganz oben dann Freedom mit. Also, ne, wenn man sich die Werte anguckt, denkt man, nicht so geil, aber ja, die spielen in der eigenen Liga. Freedom schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal an. Also zu Freedom ist zu sagen, dass sie 2 Rekorde anstreben. Zum einen der vielleicht sogar wahrscheinliche Rekord ist das Gildenportal schnellstmöglich zu schaffen. Da hatte, ja,
Da fehlen mir jetzt aktuelle Infos, muss ich dazu sagen, beziehungsweise ich habe jetzt auch keinen Vergleich mehr rausarbeiten können, aber Capso guckt ihre Videos in der Regel, weil schreibt ja einen Kommentar dazu, wie wahrscheinlich es ist, das Gildenportal zu legen. Das sieht aber ganz gut aus und das andere sind die Ritterhalle auf 1000. Das ist natürlich noch ein längerer Prozess, also da braucht man noch ein bisschen mehr Spielzeit auf dem Server, um das zu erreichen. Aber ob die Tendenz dazu noch möglich ist, für Freedom das zu erreichen, dass 50 Leute 20 Ritterhalle haben, noch schneller als die Tavernenflotte zuletzt auf EU5, das müsste auch Capso mal wahrscheinlich per Kommentar, wenn er das möchte, beschreiben. Beziehungsweise in seinen Videos spricht er ja auch darüber, wenn da Optionen da sind, wird man das in einem neueren Video sicherlich sehen. Aber das sind Rekorde, die die Gilde anstreben und deshalb sind die Progresswerte halt schlechter. Aber das ist schon wirklich, aber wo bin ich denn jetzt hier gelandet schon wieder? Sehr, sehr stark. Also höchste Level 371 im Moment Sora, ist auch der levelhöchste Spieler. Niedrigstes Level 329, also hier sind schon 40-50%, über 50% der Leute auf jeden Fall in der Dungeon-Pause. Zum Beispiel er hier auch, also mit 350 gehen die teilweise in Dungeon-Pause ja rein. Das ist relativ früh, aber das kann sich hinten raus halt auch nochmal lohnen. Also deshalb muss man langfristig die Entwicklung von Freedom auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Sehr, 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 sehr stark. Und wir gucken jetzt nochmal rein, zum Beispiel Polarisare und Dothraki. Ja? Also das hat sich jetzt noch nicht geändert, ganz klar. Hubikov nach wie vor hier auf der 3. Können wir auch mal gucken. Hier sind einige, das sieht man einen extremen Unterschied. Ne? Also zwischen Rang 3 und Rang 1 ist Halla die Waldwehr. Also wenn wir All That Matters angucken, die haben natürlich auch einige Spieler, aber selbst hier ist in der ersten Seite bei 350, also selbst wenn die meisten hier noch gar nicht in der Dungeon-Pause sind, hat Freedom einfach einen extremen Vorteil sich herausgespielt. Also das ist schon wirklich eine eigene Liga, wie gesagt. Wo drücke ich denn hier hin? Ich drücke immer falsch hin. Ich wollte mir jetzt nochmal angucken, Polarisare, wie es da aussieht mit ihrem Durchschnittslevel. Also sie haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler über 340, respektive 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Spieler über 330. 13, 330, 8, 340, ne? Oder 6? 1, 2, 3. 6, 340. Ach, ich kann mir das nicht merken. Ich kann mir das einfach nicht. Ich müsste es mir aufschreiben. Dothraki, schauen wir uns auch mal an. Die haben halt Spiele über 350. 4 Spiele über 350. Dann noch weitere über 340. Und noch weitere über 330. Also in der Spitze sind sie auf jeden Fall in der Theorie stärker vom Level. Was ich jetzt natürlich nicht sehe, sind die Skills. Das ist ja auch noch ein Faktor, ja. Wie das da aussieht, das spielt in den Kämpfen auch eine Rolle und gewisse Werte. Aber die Chance, dass Dothraki von Polarisare auch überholt wird, ist dann relativ gering. Bei Shadow Syndikat sehen wir auch einen über 350, aber da fehlt es dann in der Breite. Da sind noch 2 Spieler über 340 und dann noch einige über 330 zwar. In der Breite sind sie schlechter oben aufgestellt, rein vom Level her, ja. Und das ist so die Tendenz. Aber wir werden nach dem Elevator uns das nochmal angucken, wie sich die Situation ergibt. Ist die Top 7 wirklich die Top 7? Wie ist es zwischen Rang 8, Rang 12? Wird sich Hubikov auf der 3 halten können? Und auch, wie sehen die Verfolger aus? Bleibt das hier auch so? Also Holzfällerleute gerade sehr spannend. Die sind auch nur 49, sehe ich gerade. Also das sind Fragen, die werden wir dann spätestens zum Elevator beantwortet haben. Und der Elevator wird auch nochmal zeigen, ob das alles wirklich so richtig ist, wie es die Ehrenhalle hier anzeigt. Elevator ist auf jeden Fall immer nochmal ein spannendes Thema für sich. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen. Wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Haut rein, Leute, macht das. Tschüss und Servus. Euer Basti.